9. Februar 23, der Weihnachtsmann war da und hat uns ganz viele Cubes geschickt, ja, was man in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen hat. Hier das Newride, und auch das ist ein Preis-Leistungs-Wunder. Viele Cubes weit unter 5.000 Euro mit guter Ausstattung. Ist das hier auch der Fall? Das ist ja auch der Fall. Ja, wir haben einen Newride Hybrid. Die Serie ist in dem Sinne über die letzten 2-3 Jahre ein bisschen verändert worden. Bedeutet, wir haben grundlegend bei der Newride-Serie früher eigentlich immer eine Tiefeinstiegsvariante gehabt, was so ein bisschen mehr aus dem Mountainbike-Sektor gekommen ist. Mittlerweile hat Cube das komplett bei den Reactions mit integriert. Bedeutet, die Mädels-Versionen sind alle mit einem Tiefeinstieg versehen. Hier die Varianten gibt es in 3 Rahmendimensionen. Zum einen als klassisches Herrenmodell, als Tiefeinstieg oder wiederum dann halt auch als Trapezversion. Also die klassische Damenform, wo das Oberrohr von oben nach unten runterfällt. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein Mountainbike oder ist das ein Trekkingrad oder ist das ein Freizeitrad, ein Stadtrad? Also das Newride verbindet so ein bisschen die Thematik zwischen einem Trekkingrad und einem Mountainbike. Bedeutet, die Räder laufen alle auf einem 29 Zoll Reifen, was einfach ein größeres Volumen hat wie der klassische 28 Zoll Laufradbereich. Das ist Mountainbike 29. Mountainbike ist 29, genau. Aber wir haben jetzt mittlerweile halt auch in diesem Sektor verschiedene 29 Zoll Versionen, weil einfach der Komfort deutlich besser wird. Wir haben ja auch eine 28 Zoll Felge, das bleibt ja identisch, nur das Volumen bringt das Ganze ja zu einem 29 Zoll. Ansonsten ist die Serie wirklich so gedacht für Straßen, Waldwege. Ja, damit kann ich auch mal irgendwo einen etwas kniffligeren Weg runterfahren, aber das ist nicht das Metier, wo das Fahrrad eigentlich hin will. Die Geometrie ist auch etwas komfortabler, wie das beim Mountainbike ist. Man sieht das eigentlich auch schon direkt am Cockpit selber. Also gekröpfter Lenker nach oben bringt eigentlich deutlich mehr Komfort, einen etwas steileren Vorbau. Auch das positioniert die Position weiter nach oben und dadurch habe ich einfach deutlich mehr Sitzkomfort in dem Sinn, also eine aufrechtere Sitzposition kann man sagen. Und das Newride ist wie gesagt so eine Mischung aus einem Kathmandu und einem Reaction, kann man sagen. Jetzt bin ich viel schlauer, wenn ich beide nicht kenne. Also ein Reaction ist ein Mountainbike Hardtail bei Cube und das Kathmandu ist das reine klassische 28 Zoll Trekkingfahrrad. Was ist ein Hardtail? Ein frontgefedertes Fahrrad. Also Hardtails, vorne eine Federeinheit. Das hier hat ja hinten jetzt auch keine Federeinheit, aber es hat eine Federeinheit, weil dieser Reifen nämlich extrem federt. Und das ist ein Element, was spürbar ist, oder? So ein großvolumiger Reifen, wenn man den Luftdruck richtig bestimmt? Je nachdem, mit welchem Reifendruck du unterwegs bist, ist es so. Dann hast du einen gewissen Komfort. Es ist zwar keine Federung in diesem Sinne, aber es zählt hier wirklich der Fahrkomfort an sich. Und das lässt sich dann schon über den Reifendruck wirklich ganz gut regeln. Wir haben bei allen Newride-Modellen eine Allroad-Ausstattung, bedeutet, wir haben Schutzblech vorne und hinten, wir haben die Beleuchtung vorne und hinten und wir haben einen Ständer. Wir haben keinen Gepäckträger, der wiederum wäre nachrüstbar. Warum man das so macht, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Das sieht geil aus. Vielleicht, dass es ein bisschen sportlicher wäre, weil viele Kunden wünschen eigentlich auch einen nachträglichen Gepäckträger. Vielleicht liegt es dann auch zu nahe schon am Kathmandu. Wie gesagt, der Hauptunterschied zum Kathmandu halt auch nochmal, wir haben den G1-Reifen, der ja ein Noppenprofil hat. Bedeutet, gerade auf Waldwegen oder so habe ich da einfach nochmal etwas mehr Grip, wie das beim Kathmandu der Fall wäre mit einem relativ glatten Reifenprofil. Ja, die Qual der Wahl ist besonders wichtig natürlich durch den Fachhändler zu lösen. Und Kunden kommen zu euch und sagen, wir möchten beraten werden. Sowas kostet mittlerweile ab dem Jahr 23 auch kein Geld. Hat noch nie Geld gekostet, müsste aber eigentlich, ihr müsstet eigentlich dafür Geld verlangen, denn ich sag mal, so ein Beratungsgespräch geht teilweise, die Kunden kommen 5-6 Mal wieder, haben vielleicht eine Einbauküche schneller gekauft oder ein Haus als ein Fahrrad. Trotzdem, die Beratung lasst ihr euch bezahlen, also dadurch, dass ihr natürlich ihr lasst euch die nicht bezahlen. Ist sie immer noch kostenlos? Nee, wir lassen sie nicht bezahlen. Warum nicht? Ist doch heute, wenn ich auch heute zum Arzt gehe, sage, ich möchte gerne beraten werden, ich möchte gerne hier so eine Vasektomie, hat er mich beraten, hat gemeint, kommen Sie vorbei und da gibt es erstmal eine Rechnung. Ja, durchaus. Aber beim Rechtsanwalt gibt es eine Rechnung. Ja, aber wir sind hier im direkten Handel. Wenn du dir einen Fernseher kaufen willst und müsstest erstmal für die Beratung bezahlen, würdest du es wahrscheinlich online kaufen. Ohne Beratung oder durch eigenes
nachlesen nach dem Prinzip. Also ist... Es geht nicht mit Bezahlen. Nein. Gut. Also wollen wir auch nicht, weil die Beratung ist das für das, wo wir halt auch stehen. Mein Cube-Modelle oder ähnliches bekommst du ja bei vielen anderen Händlern auch. Und wir sehen unseren Mehrwert ganz klar drin in der guten Beratung. Das heißt, wir wollen mit dem Kunden ja gemeinsam das passende Produkt für ihn finden, damit er nachher halt auch viel Spaß hat. Wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, Mensch, ich fahre schon 20 Jahre lang Mountainbike, ich weiß welche Größe, ich weiß welches Rad, ich will den Nachfolger, dann ist die Beratungszeit natürlich nicht ganz so intensiv. Aber das Gleiche hast du auch in anderer Form mit Leuten, die 5-mal kommen und gar nicht wissen, was sie wollen, auch nicht entscheidungsfreudig sind, weil es natürlich auch viel Geld ist und dann muss man natürlich immer schauen, was der beste Ansatz ist. Ich finde auch wichtig, das einfach mal zu zeigen, deswegen tun wir das ja hier, die 23er Modelle, was hat sich geändert, denn für viele ist das vielleicht genau das Rad, weil sich die Lebensumstände auch ein bisschen verändert haben. Also der fährt vielleicht nicht mehr jeden Tag durch den Wald oder warum auch immer. Ich merke das ja jetzt bei mir, ich bin früher viel stärker hardcore durch den Wald geeiert, ja, mit allem drum und dran und dann irgendwie jetzt meist im Moment noch ein bisschen gemächlicher. Das passiert. Ja, durchaus. Es verändert sich immer was im Leben. Also auch von daher, ich steige vom Auto aufs Fahrrad. Der französische Staat hat das ja bis Ende letzten Jahres sogar unterstützt, dass du, wenn du dein Auto abmeldest, bis zu 4.000 Euro vom Staat bekommst. Du musst es halt nachweisen, dass du das Auto abgemeldet hast und je nachdem, welcher Wert das Fahrzeug dann auch dann natürlich hatte. Hast du dein Auto eigentlich auch dann abgemeldet, oder? Ich habe einen Firmenwagen. Ich habe in Frankreich keinen angemeldet. Aber der RockShox, neue Autos in Frankreich, hast du gehört, bis zu 50.000 Euro einmalige Prämie zahlbar nicht zurück, wenn die CO2-Werte nicht stimmen. Also wenn du dir einen Sportwagen kaufst mit viel CO2-Ausstoß, nächstes Jahr, glaube ich, 60.000 Euro dazu für ein Auto, dann kannst du dir auch schon den Turbo S fast leisten in Deutschland dafür, statt im normalen. Aber das kommt ein bisschen. Okay. Hier siehst du, es ist für viele ein Fortbewegungsmittel, weil sie damit zur Arbeit fahren. Ich glaube hier in St. Wendel nicht so stark, oder doch? Doch, durchaus. Also klar, jeder Kunde kommt, es ist hügelig, es geht hoch, es geht runter, immer von zu Hause aus. Das ist meistens halt so, wenn ich nicht gerade irgendwo am Wasser oder sonst irgendwo wohne. Nichtsdestotrotz durch die E-Bike-Situation, durch die Unterstützung, ich meine, wir haben hier auch den Performance CX-Motor, wie im Mountainbike-Bereich halt auch. Wir haben den großen Akku mit drin mit 750 Wattstunden. Also das Rad ist ja schon absolut top ausgestattet. Nochmal ganz kurz, wir sprechen von dem SLX-Modell, in dem Fall hier Rahmengröße L, 58 cm. Wäre jetzt auch so eine Größe, die ich fahren würde bei 1,85 Meter. Wir haben das Kiox-Display hier natürlich auch mit drin. Also alles auf Smart-System natürlich gestellt, weil Performance und Performance CX laufen ja jetzt komplett da drauf. Und dazu muss man auch immer noch dazu sagen, es ist keine Trekkingrad-Gabel mit drin. Das haben wir auch bei den Kathmandu-Modellen nicht. Wir haben immer Mountainbike-Gabeln mit verbaut. Luft. Ja, auch Luft, aber die Mountainbike-Gabeln funktionieren einfach viel, viel besser. Das muss man immer wieder feststellen. Sie sind verwindungssteifer und mittlerweile halt auch Aufnahmen für Schutzbleche oder ähnliches vertreten. Also in dem Falle muss man wirklich sagen, geht es mehr dorthin, Steckachse, also alles ähnlich, wie wir das vom Mountainbike kennen. Steckachse auch hinten. Also auch das ist hier schon vorgesehen. Bitte auch da mal kurz mal erwähnen den Unterschied. Es gibt ja verschiedene Achsensysteme. Warum ist die Steckachse so gut? Weil sie einfach steifer ist. Das heißt, sie wird dir direkt hier hinten in den Hinterbau reingeschraubt, hier von der anderen Seite eingeführt und bietet eigentlich eine deutlich bessere Verbindung wie der klassische Schnellspanner, wie man das von früher eigentlich halt auch kennt. Ja. Also da muss man wirklich sagen, geht es 1:1 vom Mountainbike eigentlich über. Weitere Features sind natürlich ganz klar halt auch hier eine Komfortsattelschütze mit drin. Also auch eben nochmal, wo liegt das Rad, wo ist es positioniert? Es liegt zwischen einem Trekkingrad und einem Mountainbike, um es mal so auszudrücken. Eine Komfort bedeutet, die federt. Genau, die federt, ist keine absenkbare, ist eine gefederte Sattelstütze. Und im Endeffekt ist es hier halt auch so, hat eine gewisse Sportlichkeit noch vom Mountainbike in der Kombination mit dem Fahrkomfort von einem Trekkingrad. Wir haben ja hier auch mal ein Kathmandu stehen. Da sieht man das Thema Reifen auch nochmal. Ein Kathmandu ist immer mit einem sehr glatten Reifen bestückt. Und wir haben einen verstellbaren Vorbau, der im Endeffekt natürlich für noch mehr Fahrkomfort halt dient. Also das Kathmandu geht noch mal mehr in Richtung Komfort, was die Sitzposition dann halt angeht. Ja, und du bist ja hier der Geschäftsführer und du bist noch sehr jung, habe ich eben erfahren im anderen Video im Vergleich zu mir. Deswegen darfst du dich jetzt mal auf das Fahrrad schwingen, zumal wir eben erfahren haben, dass es genau deine Rahmengröße ist. So ein Zufall. Die Pedale sind dabei.
Die sind mit dabei, ja. Pedale sind dabei. Rad wiegt ungefähr 28? Um die 27, 28 Kilo. 27, 28 Kilo. Ja, geh mal drauf. Mach vielleicht mal vorher die Sattelhöhe mal für dich. Die kann man einstellen. Und zwar haben wir hier Warte, immer ich komm. Wir haben immer einen Hebel mit dabei, der wird von uns immer demontiert und kommt in die Zusatzbox mit rein. Das heißt, er integriert direkt ein Werkzeug, sprich einen 5er und einen 6er Imbus. Wenn ich das dann rausnehme, kann ich die Schraube hier öffnen und die Sattelstütze einstellen, kann es dann komplett abnehmen, damit es diebstahlgeschützt ist und kann zusätzlich aber auch die Achsen von vorne und von hinten, sprich vom Laufrad selber damit öffnen, falls ich einen Plattfuß habe oder sowas. Ich muss dann kein separates Tool mitnehmen, außer natürlich Reifenheber und Flickzeug, falls ich einen... Nettes Detail übrigens sehe ich gerade, der Schriftzug ist beleuchtet, das heißt, ich sehe auch schon von oben, ob die Lampe auch leuchtet. Das finde ich ganz gut, gerade tagsüber. Wichtig. So, jetzt gehen wir drauf und hier sieht man sehr schön, wenn der Nico mit seinem jugendlichen Gewicht da drauf steigt, weil er ja so jung ist noch. Ein bisschen hoch. So, mal ein bisschen wackelt, die dynamische Last auf deinen Hintern ausüben. Dass ich mal sehe, dass es federt, genau. Und das ist die gefederte Sattelstütze. Du sagst, das funktioniert gut mit der Stütze. Prinzipiell dienen die Sattelstützen rein dem Komfort. Ne? Es gibt hier natürlich auch noch viel, viel bessere Sattelstützen. Wir haben es mit verschiedenen Videos schon gezeigt. Die bei Schulz Sattelstütze ist einfach ein Referenzprodukt in dem Bereich. Und die sind aber so von der Funktion ausgelegt, wir haben ja meistens 30, 40 mm Federweg, dass sie einen gewissen Komfort einfach bieten. Geh gerade nochmal drauf. Ich will gerade nochmal zeigen. Ich weiß schon, dass der Sattel ein bisschen zu hoch ist. Ich weiß, ja, ist schon klar. Ja, aber ich bin ja jung. Ne? Es geht um diesen Komfort, den du erwähnt hast. Das heißt, du kannst also sehr, sehr komfortabel fahren. Der Lenker kommt relativ weit hoch. Du darfst wieder runter. Jetzt sitze ich aber gerade so gut. Jetzt sitze gerade so gut. Das ist schon sehr angenehm, das Fahren. Ja, ne? also hier sieht man das. Ich sitze wirklich, sage ich mal, nicht ganz aufrecht wie auf einem Hollandrad. Ich habe eine gewisse Sportlichkeit einfach noch drin, aber es ist nicht so wie bei einem Mountainbike, dass ich da jetzt deutlich flacher drauf liegen würde. Und das ist genau diese Mischung, die ich erklärt habe. Es ist kein Mountainbike, es ist auch kein Trekkingrad, es ist einfach wie eine Art Cross-Trekkingrad, kann man sagen, mit den verschiedenen Features, die wir ja in dem Video gerade vorgestellt haben. Also besonders wichtig finde ich natürlich das eingebaute Licht. Da hatten wir es nämlich gerade mit meinem Sohn vor 2, 3 Tagen. Der ist tatsächlich dann nachts gefahren ohne Licht. Der Freund kam auch noch mit. Alle hatten Angst. Es macht auch Sinn, auf Straßen und so weiter Licht dabei zu haben. Und das ist hier mit integriert. Und das Schutzblech hat natürlich auch einen sehr sinnvollen Effekt. Gerade wenn es nass ist im Wald oder im Matsch, dann braucht man nicht dauernd den Hoodie in die Waschmaschine zu stecken. So, korrekt. Wir sind bei WeCycle in Riegelsberg und St. Wendel. Hier diesmal in St. Wendel. Du hast einen tollen Shop. Dreh den mal bitte um. Den Shop oder nicht? Dich. WeCycle.de und die Öffnungszeiten im Präsenzverkauf, wie sind die? Sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Von 9 bis 13 Uhr könnt ihr vorbeikommen. Ihr merkt, also gerade samstags besonders lange Öffnungszeiten. Aber das hat sich bei euch noch nicht durchgesetzt, so wie bei Globus bis 20 Uhr an einem Samstag. Dann brauchen meine Leute auch mal Zeit für ihre Family. Wird das akzeptiert eigentlich von den Kunden? Ja, durchaus. Haben wir keine Chance. Um 1 ist zu. Um 1 Uhr machen wir zu. Schmeißt die Leute dann raus? Oder? Nein, wir schmeißen keinen raus, aber jeder hat Familie. Viele reden jetzt von 4-Tage-Woche etc. Ist immer nur die Frage, wie wir die umsetzen sollen. Deswegen, also gibt auch Händlerkollegen, die machen montags komplett zu, dafür sind wir dann komplett da. Aber samstags, mittags ist so die Zeit. Ich habe selber Familie und die brauche ich auch. So, also, wegen Reichtum geschlossen, hätte ich fast gesagt, aber das ist nicht der Fall bei WeCycle. Es wird immer härter. Cube, eine von den Firmen, die die Preise nicht so stark erhöht haben. Also, wo man auch sagen muss, da musst du schon viel umsetzen bei Cube. Es ist jetzt nicht so, dass du an so einem Rater irre viel verdient hast, macht die Menge und auch die Zuteilung. Also, ich glaube, Cube hat da so ein ganz interessantes System, dass du überhaupt Fahrräder kriegst. Ihr seid schon sehr lange Cube-Händler. Ja, sind wir. Und es ist natürlich immer die Geschäftsbeziehung, die man dann auch mit dem jeweiligen Lieferanten hat, über Außendienst, Innendienst oder ähnliches. Und das wächst halt von Jahr zu Jahr. Und wir sind froh, dass wir da zu eigentlich allen unseren Firmen einen guten Draht hin haben. Es ist immer auch die Frage, wie man miteinander umgeht. Ja, so ist es. Denn Cube-Räder, Stand heute, kann man nach wie vor noch verkaufen. Man muss nur welche haben. Und hier sind sie. WeCycle, Riegelsberg und St. Wendel und im Internet. Tschüss. Ciao.